Today is the International Day for the Elimination of Violence Against Women. We from Women in Exile are here with our allies to protest against violence against refugee women, lesbian and trans, against the violence inside and outside the lagers. We are here to demand justice for Rita and the closure of the Hohenleipisch lager as a first step to abolish all camps. Heute ist der Internationale Tag der Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Wir von Women in Exile sind mit unseren Gebundenen hier, um gegen die Gewalt gegen geflüchtete Frauen, Lesben und Trans zu protestieren. Gegen die Gewalt innerhalb und außerhalb der Lager. Wir fordern Gerechtigkeit für Rita und die Schließung des Lagers in Hohenleipisch als ersten Schritt zur Abschaffung aller Lager. These debates are not new. For years, we have fought and raised awareness about sexual violence against us refugee women. Living in isolated camps, we are exposed to all kinds of violence from men, both inside and outside the lagers, from fellow refugees, from security personnel, from German citizens living nearby. Women in the lagers complain and report sexual violence to the police, but often nothing is changed. So now we are talking about a murder that could have happened inside the camp. Diese Forderungen sind nicht neu. Seit vielen Jahren sensibilisieren und kämpfen wir gegen sexuelle Gewalt und Belästigung von uns geflüchteten Frauen. Wir leben in abgelegenen Lagern und sind der Gewalt von Männern innerhalb und außerhalb der Lager ausgesetzt. Durch Mitflüchtlinge, durch das Sicherheitspersonal, durch deutsche Stadtbürger. Frauen in den Lagern beschweren sich und melden sexuelle Gewalt an die Polizei. Doch oft wird nichts verändert. Und jetzt sprechen wir von einem Mord, der womöglich im Lager passierte. Rita Awol Ojunge was a 32 years old woman from Kenya. For more than 7 years, she had to live in the lager of Hohenleipisch. In April, she disappeared, leaving behind 2 small kids. It took the police almost 3 months to discover her remains in the forest near the lager. Rita's relatives were told that a funeral could take place in September. So her relatives came from Kenya to Berlin, only to find out that this was not the case. Their investigation were still continuing. They were back with no information on neither who murdered Rita nor when her remains will be given to them. Rita Awol Ojunge war eine 32-jährige Frau aus Kenia. Mehr als 7 Jahre lang musste sie im Lager Hohenleipisch leben. Im April verschwand sie und hinterließ 2 kleine Kinder. Die Polizei brauchte fast 3 Monate, um ihre Überreste im Wald näher dem Lager zu finden. Ritas Verwandte wurde mitgeteilt, dass im September eine Beerdigung stattfinden konnte. So kamen sie aus Kenia nach Berlin. Nur um herauszufinden, dass dies nicht der Fall war, da die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen waren. Sie reiste zurück ohne Informationen darüber, wer Rita ermordet hatte und wann ihre Überreste gegeben werden. In July, the residents of the Hohenleipisch camp wrote an open letter to the district administration of the Elbe Elsa. They criticized the isolation of the camp, situated in the middle of the forest, and demanded decent housing. They expressed their fear and shock. Was the mother still living among them in the camp? The authorities ignored the open letter. What they did was accusing the Refugee Council Brandenburg of writing this letter. It is very clear that they have no intention of closing this camp, a camp that is run by private company, Human Care, which is making profit of the misery of the residents.
The district administration even asked us to rethink on today's demonstration. They were afraid that they had to deal with the reactions of the every day afterward. Seriously, deal with them and stop their white supremacist aggressions. Woo! Im Juli schrieben die Bewohnerinnen des Lagers Hohenleipisch einen offenen Brief an die Kreisverwaltung Elbe-Elster. Sie kritisierte die Isolation des Lagers, mitten im Wald gelegen, und verlangte eine menschenwürdige Unterkunft. Sie drückten ihre Angst und ihren Schock aus. Lebt der Mörder noch unter ihnen im Lager? Die Behörde ignorierte den offenen Brief. Was sie taten, war, dem Flüchtlingsrat Brandenburg vorzuwerfen, diesen Brief geschrieben zu haben. Es ist ganz klar, dass sie nicht die Absicht haben, diese Lager zu schließen. Ein Camp, das von der Privatfirma Human Care betrieben wird, die mit dem Elend der Bewohner Gewinnen erzielt. Die Kreisverwaltung hat uns sogar gebeten, die heutige Demonstration zu überdenken. Sie hatten Angst, dass sie sich danach mit der Reaktion der AfD auseinandersetzen mussten. Im Ernst? Setzt euch damit auseinander. Stoppt ihre White Supremacy Aggressionen. But we will speak out loud and proud. It's time to respect our dignity and rights. We want justice for Rita, Black refugee lives matter. We want to know the truth about her brutal death. We want justice for all the women, lesbian and trans. We experience sexual and physical violence in the lager and are ignored. It's time for the government to take the complaints concerning the violence and housing seriously. It's time to end the lager system. Aber wir sprechen laut und stolz. Es ist an der Zeit, unsere Würde und unsere Rechte zu respektieren. Wir wollen Gerechtigkeit für Rita. Black Lives Matter. Das Leben einer schwarzen Geflüchteten ist wichtig. Wir wollen die Wahrheit über ihren brutalen Tod erfahren. Wir wollen Gerechtigkeit für alle Frauen, Lesben und Trans, die sexuelle und körperliche Gewalt in der Lager erleben und deren Meldungen ignoriert werden. Es ist an der Zeit, dass die Regierung die Beschwerden über die Gewalt und die Wohnsituation ernst nimmt. The other side of our isolation through this lager system and criminalization through the law is the militarization of the EU borders. The desert and the Mediterranean Sea became the deadliest border. So, Jamila Nabungo from Uganda walked up to South and Central America heading for the US. There she was pushed back by the US border control. 2 months ago, she died in the Juarez, Mexico, leaving 3 children behind. Es ist Zeit, das Lagersystem zu beenden. Die andere Seite unserer Isolation durch das Lagersystem und unsere Kriminalisierung ist die Militarisierung der EU-Grenze. Das Mittelmeer und die Sahara ist inzwischen die tödlichste Grenze geworden. Als nahm Jamila Nabungo aus Uganda einen anderen Fluchtweg. Sie lief von Süd bis Mittelamerika Richtung USA. An der Grenze wurde sie von der US-Grenzpolizei abgehalten, Asyl zu beantragen. Ein Pushback. She died because she was living in the street and at first access to the health was denied. Later, she was
2 Monate starb sie im Juarez, Mexiko. Sie hinterlässt 3 Kinder. Sie starb, denn sie lebte auf der Straße und zuerst hatte sie keinen Zugang zum mexikanischen Gesundheitssystem. Später wurde sie falsch diagnostiziert. Dieser Krieg gegen Migrantinnen und Geflüchtete muss enden. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Our lives matter. For this to change, we need solidarity and interconnectedness, no matter of race, gender, or religion. Let's stand up together. The lagers in Brandenburg are not a safe place, especially for women and children. The lager of Hohenleipisch has to be closed immediately. No lager for women and children. Abolish all lagers. Thank you. Dazu brauchen wir Solidarität und Verbundenheit, unabhängig von Rasse, Geschlecht oder Religion. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Die Lager in Brandenburg sind kein sicherer Ort, besonders für Frauen und Kinder. Das Lager Hohenleipisch muss sofort geschlossen werden. Kein Lager für Frauen und Kinder, alle Lager abschaffen.